Nur noch 10 Minuten, Herr Brückli. Hey, lang mir nicht auf. Langst du mir auch, oder was? Verzieh dich. So, hutsch, weg. Ich bin der Nils Imhof. Ich bin seit 16 Jahren Türsteher. Ehrlich gesagt habe ich eigentlich langsam die Schnauze voll. Die meisten Leute sind besoffen, stinken, pöbeln um. Aber irgendwie... Das ist der Kick. Nein. Es fühlt sich zu gut an, wenn es dann mal so richtig losgeht. Hey, du hast aber drum. Was eine unnötig. Aber es ist halt nicht mehr so wie auch schon. Soll ich dir 10 schlagen? Die Jungen, die sind schneller. Aber dafür knackig. Besonders die Jungfrauen. Ja. Das darf man jetzt auch nicht mehr sagen, oder was? Hallo zusammen, ich bin Jessica Fretz und ich arbeite seit 2 Jahren als Dentalassistentin. Dass wir uns um den kümmern. Und ich habe ein Hobby. Ich sammle für mein Leben gerne Zähne. Brauchen Sie diesen Zahn noch? Mein Job gefällt mir sehr. Ich habe ein geregeltes Einkommen, ich habe einen geregelten Arbeitsalltag. Und was das Schönste ist, ich bin jeden Tag von schönen Zähnen umgeben. Und das macht mich glücklich. Guten Abend. Kommt bitte rein. Ich zeige euch meine Wohnung. Fangen wir an mit der Küche. Es gibt eigentlich nicht so viel zu sehen. Deshalb mache ich gerade wieder das Licht aus. Ein paar Erinnerungsfotos. Das ist meine zweite Frau, Luise. Mein Lieblingsbild, natürlich, Emma. Ja, natürlich fühle ich mich allein, ab und zu. Emma ist meine dritte Frau. Seien wir mal ehrlich. Welche Frau will schon einen alten Sack wie mich? Nicht solche Zähne. Ich bin schon seit mehr als 10 Jahren als Zahnfee tätig. Und seit 2 Jahren arbeite ich eben auch als Dentalassistentin in der Zahnarztpraxis. Hallo, herzlich willkommen im Daheim. Kommt rein. Im 2012 und 2015 bin ich zur Zahnfee-Prinzessin gewählt worden. Aber jetzt habe ich schon lange keine Preise mehr gewonnen. Darum habe ich halt jetzt seit 2 Jahren angefangen zu arbeiten als Dentalassistentin. Ich bin nicht mehr so aktiv. Wie früher. Es gibt einfach heutzutage andere Wege, wie man zu seinen Sachen kommt. Und jetzt kommen wir hier zum großen Schatz, zu der eigentlichen Zahnsammlung. Da muss ich euch hier jetzt ein paar zeigen. Milchzähne. Und da, voilà, mein Schlafzimmer. Playdrucken und dann ans Anheben. Das ist Dreieck. Hallo, du bist Jessica. Komm, wir treffen uns um 11:45 beim Messeplatz. Und dann zeige ich dir, wie ich Kinder in meiner Freizeit happy mache. Ist gut? Okay, bis dann. Ciao. 23 Uhr beim Sommercasino. Bring Hunger mit. Liebe Grüße, Graf Imhof. Okay. Kinder. Ich zeige euch heute, wie ich normalerweise schaffe. Oft bin ich am Eingang und kontrolliere Leute. Und dann gibt es immer wieder mal Stressereien. Und die muss ich dann unterbinden. Ah. Jungs, guten Abend. Hey. Ich bin vom Club, alles gut. Kannst du mal die Hand zeigen? Zeig mal einfach, was du in der Hand hast, okay? Alles okay. Soll die Kamera da? Steckst du gar nicht. Zeig mal deine Augen. Fix! Scheiß Kamera! Was soll das? Jetzt stopp! Stopp! Jungs! Jessica war schon ein bisschen unter Schock. Am Anfang zumindest. Ich meine, das ist schon beeindruckend. So ein Vampir. Jessica, komm. Ich
habe ihr dann erzählt, dass der Bub dort in einer halben Stunde wieder aufwachen wird. Und dann hat sie sich beruhigt, aber ehrlich gesagt, wer wacht auf nach einem Vampirbiss? Ich glaube, das ist schon typisch für den Nils. In der dunklen Gasse und dann muss er da seine Vampirshow abziehen und da eine riesige Blutlache entstehen lassen. Kannst du dir auch vorstellen, mal etwas so zu wissen? So, jetzt stehen wir hier von einer Hochschule. Da komme ich oft vorbei. Da gibt es viele Junge. Es gibt 3 Punkte, die du unbedingt beachten musst. Super, präzise und schnell sein. Ah, da kommt schon jemand. Viel Glück. Entschuldigung. Hallo zusammen. Es läuft. Wir möchten gerne etwas fragen. Ist die Kamera oder was? Los. Okay. Es läuft mit dir, du Bitch! Das nächste Mal. Ich habe sowas von etwas zu gut beim Nils. Bin mal gespannt, wie er sich als Zahnfee anstellt. So, wir sind hier in einer Gegend, die ich schon oft gesehen habe. Eine sichere Nummer, ein Haus mit 4 Kindern. Ich habe dir 5 Liebe mitgebracht. Das Einzige, was du machen musst, ist leislich sein, küssen. 5 Liebe. 5 Liebe. Okay? Super. Let's go. Also wenn ich zu den Kindern gehe, dann gehe ich eigentlich immer gleich vor. Ich gehe leislich ins Zimmer rein, dann tue ich meinen Feenstaub über die Kinder pusten und dann tue ich leislich das Küsschen lüpfen und den Zahn durch eine 5 Liebe ersetzen. Da ist kein Zahn. Da ist einfach kein Zahn. Das Ganze ist ja ein bisschen schief gelaufen. Aber wir haben es schlussendlich gut gelöst. Immerhin haben wir doch einen Zahn. Das ganze Lütgebissen, das liegt mir einfach nicht mehr. Sind wir jetzt fertig da? Besonders Kinder nicht. Aber was das Frischfleisch angeht, das halte ich mir schon auf. Es muss ja nicht immer Bissen sein, oder? Herr Doktor? Wenn ich etwas aus dem Treffen mit dem Nils gelernt habe, ist es, dass es wichtig ist, dass jemand Kompetenz zu den Kindern geht. Ich für meinen Teil werde beim Zahnfee weiter bleiben. Und der Nils und ich haben, glaube ich, auch einen guten Deal gefunden. Hallo, ich bin der Nils. Die würden mir doch auch noch gut stehen, oder? Legal.